Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video zeige ich euch das Halo Strap Design von AMVR. Es gibt schon einige Videos dazu, aber ich wollte nochmal meinen Eindruck dazu euch mitteilen. Hat einige Vor- und Nachteile. Ihr habt hier so ein sehr interessantes Lamellendesign, wie bei der PSVR 2. Insgesamt liegt das dann natürlich bei euch auf der Stirn an, wie bei der PSVR 2. Damit könnt ihr ganz interessante Sachen machen, also gerade für Leute, die das Aufliegen auf dem Gesicht vielleicht unangenehm finden oder Bock haben auf Mixed Reality. Da gibt es zwar noch nicht so viel auf der Pico 4, aber grundsätzlich wird da noch mehr möglich sein. Und ich glaube, dafür wird das ganz gut sein. Ich habe das Ganze getestet, für euch unboxed, nenne euch die Pros und Cons, die ich dazu sehe. Bleibt auf jeden Fall gespannt und schaut dieses Video. Also, ja, wir packen das Ganze einmal aus und während ich das Ganze auspacke, würde ich euch doch bitten, diesen Kanal hier zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos rund um Virtual Reality, Zubehörtests, Game Reviews, ja, Ersteindrücke, vielleicht auch ein paar andere Themen, VR-Headset Reviews, das ist so das Ding, was mir Spaß macht, sofern es die Zeit eben zulässt. Also ich habe hier schon mal das Silikon-Cover, ist halt wirklich wie so ja, so ein lamellenmäßiges Design wie bei der PSVR 2. Ganz interessant. Also das soll dann aufs Gesicht gehen und dann so ein bisschen eindrücken. Sehr spannend. Und dann haben wir hier noch das Headstrap. Das tauscht sowohl den hinteren Teil aus, als auch gibt es so ein zusätzliches Halo-Design hier oben drauf. Keine zusätzlichen Polster. Hier ist so eine kleine Beschreibung, also wie das Ganze installiert wird, auf Chinesisch und Englisch, wie so häufig. So, diese drei Dinger haben wir. Hier ist nichts mehr drin, ich habe das auch schon mal ausgepackt. Das Ding ist hier zum Beispiel nochmal mit drin, so ein kleiner Clipper, den kennen wir schon von einem Bobo VR Headstrap. Kann ich auch hier und da mal einblenden, wie das Ganze da funktioniert. So, wir haben hier die Pico. Ich nehme jetzt erstmal das ganze Zubehör ab, was ich hier schon dran habe. Ich benutze zurzeit dieses, wie hieß das nochmal, Cyber oder Cyber oder wie auch immer, Headstrap hier. Das ist anders als das Bobo VR nicht fest, also wird hier nicht rausgeklippt, sondern geht hier auf das Polster oben drauf und dann habe ich hier noch das Bovo VR, ja, diesen Akku-Pack. Warum? Weiß ich auch nicht. Also ich fand das einfach irgendwie bequemer mit diesem Gummidings hier, obwohl ich das Bovo VR Austauschstrap insgesamt eigentlich besser finde. Aber ja, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Dementsprechend bin ich auch super gespannt, wie das Halo-Design hier funktioniert. So, wir nehmen auch mal das Headstrap hier weg. Okay, dann haben wir nur noch das Headset hier. Und um das hintere Stück auszutauschen, müssen wir mit dem Clipper hier so ein bisschen an den Rand reingehen und das Ganze hier rausklippen. Geht einfach sachte einmal ganz drumrum. Dann geht das auch relativ leicht ab. Zack, das war's auch schon. Okay. So, wir haben hier einmal diesen hinteren Teil, der eben das Polster austauscht. Ja, sehr solide, also wirklich stabil, gar nicht beweglich. Muss nicht immer gut sein. Hier sind so ein paar Lüftungsschlitze, damit ja, der Hinterkopf irgendwie nicht so doll schwitzt, nehme ich an. Mal gucken, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Und ein doch recht dickes Polster hier hinten dran. Das kommt auf jeden Fall hier einfach so rein. Einfach reinklippen. Guckt, dass das Ding hier draußen ist, sonst müsst ihr nachher frickeln, um es wieder rauszubekommen. So, das war's auch schon. Jetzt haben wir das Headstrap hier hinten ausgetauscht. Und ja, gucken wir nachher mal, wie sich das Ganze anfühlt. Jetzt muss ich schon mal sagen, es steht jetzt ein bisschen blöder als vorher, weil das so stabil ist und dann doch spitz zuläuft hier. Aber ja, nichts Schlimmes.
So, und dieses gute Stück hier ist diese Stirnauflage. Die wird hier an den Seiten so dran geklippt, hier an dem dickeren Teil. Die Konstruktion erinnert mich so ein bisschen an die, auch von Kiwi Design, die Knuckle Straps. Da war das auch mit so einem Clip. Finde ich ganz gut, das erleichtert das Anbringen ganz gut. Das Ganze wird so angebracht, indem das Ding nach vorne guckt, also nicht so rum. So, nicht so rum, soll eben zur Stirn zeigen, ne? Aber sollte selbstverständlich sein. So, das wird hier einfach angeklippt und dann hier festgemacht. Ihr könnt das Ganze hier so ein bisschen hin und her sliden. Ich habe jetzt nicht so viel Platz, weil ich hier noch meine Halterung fürs Mikrofon habe. Ich habe das jetzt schon versetzt gehabt. Bei mir war das eigentlich hier dran. Jetzt musste ich es weiter nach vorne setzen, damit es überhaupt passt. Aber ihr könnt das Ganze hier... Probiert es erstmal quasi ganz am Rand und dann könnt ihr gucken, wie euch das Ganze passt. Zack. Und damit haben wir auch schon das Headstrap fertig gemacht. Jetzt kommt nur noch das Silikon-Dings vorne dran. Und das ist dann eure neue Pico 4. Sieht jetzt komplett anders aus. Finde ich eigentlich ganz cool vom Design her. Haben sie sich auf jeden Fall eine sehr interessante neue Lösung ausgedacht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, taugt das Ganze was? Und da bin ich jetzt gespannt drauf. Super interessant, bevor ich das aufsetze. Ihr könnt das Ding jetzt quasi auch ohne Polster nutzen, wenn ihr den Path-Through nutzen wollt. Das werde ich auf jeden Fall auch mal gleich testen. Und was dann jetzt auch möglich ist, ihr könnt das Ganze so aufklippen. Ja, zeige ich euch gleich. Wechseln wir also mal die Kamera. So, da sind wir auch schon in der Kameraansicht. Wir können das Ganze jetzt mal hier ausprobieren. Hier habe ich das Ganze vor mir. Ja, es gibt hier eigentlich noch, das habe ich jetzt ganz vergessen, dieses, ja, so ein Top-Strap. Braucht man, glaube ich, gar nicht unbedingt, weil das auf der Stirn liegt, aber solltet ihr vielleicht nochmal ausprobieren. Da müsst ihr das Ganze hier vorne öffnen und hier reinklippen. Also nicht klippen, an den Klettverschluss hier dran machen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, das kommt hier dann einfach dran. Möglichst mittig. So. Und dann kommt das Polster wieder dran. Und dann, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum, ja, kommt das hier hinten durch. Und dann habt ihr das hier noch so einen, ja, zusätzlichen Schutz, dass es nicht durchrutscht. Ja, und wir wollen das Ganze einfach mal testen. Erstmal mit Polster und erstmal ohne. Ich habe jetzt hier noch den Brillenspacer. Ich habe den vorher gar nicht benutzt, aber mittlerweile habe ich den doch zu schätzen gelernt. Einfach für die Bequemlichkeit. Geht ein bisschen FOV flöten, aber ich habe schon ein paar Reviews zu dem Ding gesehen. Und da haben manche Leute beschrieben, dass man nicht nah genug dran wäre an den Linsen. Kann ich erstmal nicht bestätigen. Ich bin so nah dran, dass ich die Linsen berühre. Was ein Problem ist, glaube ich. Also diese Stelle hier, dieses Halo-Strap habe ich schon so weit vorne, wie es geht. Also ich könnte es noch ein Stück nach vorne machen, aber dann wäre es nicht mehr komplett aufliegend. Ich probiere es einfach mal aus. Dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. So, jetzt ist es quasi, ist hier ein Loch. Ist natürlich für die Stabilität nicht so zuträglich, aber es unterstützt vielleicht meinen Punkt. Das Ding ist, ihr könnt es halt gar nicht weit verstellen. Mein Problem ist nämlich die Stirn und das Hinterpolster. Wenn ich das so festmache, wie ich es brauche, damit es stabil ist, dann bin ich zu nah an den Linsen dran. Es gibt ja kein Eye Relief wie bei der PSVR 2. Und ich weiß nicht, ob meine Stirn einfach, ne, die ist ein bisschen nach hinten versetzt und mein Gesicht ist weiter vorne. Und typischerweise ist es bei den Asiaten oder bei vielen Europäern natürlich zugegebenerweise auch, dass sie hier einfach eine gerade Stirn haben, die flach nach oben geht. Bei mir geht sie so ein bisschen nach hinten und dementsprechend, wenn das hier aufliegt, bin ich sehr nah dran an den Linsen. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Und deswegen kann ich jetzt schon vorab sagen, passt das Headstrap leider mir nicht hundertprozentig. Der Brillenspacer bringt auch nicht so viel, weil ich habe ja kein Polster, woran ich mich stütze, sondern das Ding soll ja nur locker aufliegen. Und ja, das ist ein bisschen schade. Ohne Linsen klappt es, glaube ich, besser. Also, wenn ihr das gleiche Problem haben solltet, aber seid keine Brillenträger, vielleicht ist das dann weniger relevant.
So, jetzt funktioniert es tadellos. Also ich habe jetzt das Headstrap, also das Halo-Strap ein bisschen weiter nach vorne gemacht, aber so, dass es eben nicht so komplett auf der Stütze liegt, sondern ein bisschen schwebt. Kann natürlich stabil genug sein, müsste man jetzt einen Langzeittest machen. So, und jetzt die Vorteile für dieses Headstrap. Ne? Einerseits, ihr könnt es aufklappen, das ist ganz cool, grundsätzlich so. Aber würde ich jetzt wahrscheinlich im Alltag nicht so viel benutzen. Aber eine Sache, die viele VR-Headsets wenig beachten, vor allen Dingen die PSVR 2, das hier ist saustarr. Und es ist nun mal manchmal so, dass das Headstrap, wer weiß wie am Gesicht liegt, oder vor allem das Polster am Gesicht liegt. Ihr müsst manchmal einfach ein bisschen tilten. Das hatte ich bei der, wo war das nochmal? Bei der Pico Neo 3 Link hatte ich das extrem. Da wollte ich das Headset einfach ein bisschen tilten, also ja, beugen, so. Und das ging einfach nicht. Und da hat mir so ein Oberstrap ganz gut geholfen. Aber es gibt natürlich Headsets, die haben gar nicht diese Beweglichkeit. Ne? Diese Pico 4, die kann sowohl nach vorne so ein bisschen, seht ihr? Also ich versuche es mal gerade zu halten. So wäre sie ganz gerade. Sie kann so ein bisschen nach vorne, aber auch eben extrem weit nach oben. Und das ist extrem gut für Leute, die es vielleicht nicht schaffen, den Sweet Spot so hundertprozentig zu erreichen, weil eben die Gesichtsform mit dem Polster vielleicht nicht passt. Da muss ich echt sagen, ist das super gut, weil man das eben tilten kann. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. So, und das ist schon mal extrem hilfreich. Natürlich gibt es kein Eye Relief, das ist jetzt mein Problem. Ich würde jedem raten, das Ding einfach mal auszuprobieren, um zu gucken, ob das vielleicht für euch passt. Ich konnte es jetzt ein bisschen lösen, indem ich es eben, wie gesagt, hier weiter rausragen lasse, als es gedacht ist hier. Aber ja, perfekt ist das dann dementsprechend nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie es lösen könnten. Man könnte natürlich hier, das Ding müsste einfach anders gebaut sein, dass es eben näher an der Stirn ist, irgendwie. Aber das ist eben jetzt ein persönliches Problem bei mir. Das Hinterpolster ist jetzt sehr steif. Bei mir passt es jetzt eigentlich ganz gut auf den Hinterkopf, aber jetzt so ein bewegliches Material hätte ich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Wobei es wahrscheinlich wichtig ist bei dem Halo Strap, dass es einfach hier gut sitzt. Und ja, dran ist. Ihr könnt auch natürlich das Bobo VR-Dings da dran lassen. Oder wie in meinem Fall einfach meine Konstruktion hier lassen. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel abnehme. Genau. Ich versuche das mal wieder abzumachen. Und dann mache ich meine Konstruktion dran, weil ich habe ja auch meinen Bobo VR Akku. Und den würde ich ja gerne auch weiter benutzen. Ich könnte das natürlich auch hier dran machen, das wäre jetzt eigentlich nicht so das Problem. Aber wenn ihr jetzt schon eine Konstruktion habt und ihr seid nur interessiert an diesem Halo-Design, dann könnt ihr das wahrscheinlich kombinieren. So, jetzt habe ich das Ganze so mit dem Cyber und mit meinem Bobo-Strap in Kombination. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr lustig seid. Pack nochmal den Akku dran. So. Und jetzt gucken wir mal, wie das jetzt hier mit dem zusammen funktioniert. Also da auch tadellos. Wenn ich das Ding hier weiter vorne habe, funktioniert das super. So, und wenn ich jetzt das Polster hier rausnehme, beziehungsweise ist ja kein Polster mehr, dieses Silikon-Dings, dann ist das ein super Path-Through-Gerät. Ja, also ich warte nur darauf, dass Virtual Desktop mit einem Pass-Through funktioniert, damit ich Flat Games auf einem virtuellen Monitor spielen kann. So, und jetzt seht ihr, ich bin hier, ne, meine Augen sind zu sehen. Und für den Pass-Through ist das total cool, weil ich habe mein peripheres Sichtfeld. Ich sehe jetzt hier meine Hände, aber trotzdem sehe ich meine Hände auch hier. Ist jetzt nicht 1:1 und der Path-Through ist ja nicht perfekt, aber das ist total genial, wenn man sich hier orientieren möchte, wenn man irgendwie modellieren möchte. Im Path-Through gibt es ja solche Open Brush oder wie die alle heißen. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Also ich werde hier im Anschluss ein paar Videos zeigen, wie man das Ganze im Path-Through nutzen kann, sofern ich dann ein paar Path-Through-Apps finde.
für die Pico 4 ist ja leider noch rar gesät, aber es ist prinzipiell möglich. Vor allen Dingen freue ich mich auf Virtual Desktop, denn da gibt es für die Quest, glaube ich, schon die Möglichkeit, dass man den mit dem Path-Through nutzen kann. Und für die Pico wäre das natürlich genial, weil die hat nochmal Farbe. Und ja, dann könnt ihr einfach Flat Games zocken, also euren PC verbinden und dann könnt ihr den Path-Through nutzen. Oder eben als Kino und so weiter. Also, ja, würde ich sagen, schneide ich mal ein bisschen Gameplay jetzt rein und dann kommen wir zum Fazit. Kommen wir zum Fazit von dem AMVR Halo Strap. Und ja, also wirklich, ihr habt jetzt gesehen, ich habe hier so ein bisschen Path-Through Mixed Reality Anwendung gezeigt und das ist super spannend. Gerade wenn man dieses Silikon-Dings rausnimmt und dann wirklich das periphere Sichtfeld hat, ne, außerhalb ist das super spannend, das Ganze zu benutzen. Es gibt leider noch nicht so viele Anwendungen, beziehungsweise ich glaube offiziell keine. Ihr könnt ein paar sideloaden. Ich habe jetzt OpenBrush in einer extra speziellen Mixed Reality Pico 4 Version ausprobiert und total spannend. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich warte ja nur darauf, dass Virtual Desktop den Path-Through als Umgebung nutzt. Dann könnt ihr Flat Games zocken, könnt euren PC mit verbinden und dann eigentlich einfach drauf loszocken. Das wird super spannend. Ihr habt natürlich dann, wenn ihr das Ganze so benutzt, habt ihr Light Leakage, also Licht geht in die Linsen, ist jetzt bei Mixed Reality nicht so tragisch, aber gerade die Pico 4 Linsen neigen dazu zu spiegeln. Bei Mixed Reality ist mir das gar nicht aufgefallen, aber wenn ihr das Ganze so nutzen wollt, ohne Silikon und dann nur VR spielen wollt, dann spiegelt das Ganze und sieht dann nicht so gut aus. Dann würde ich euch schon empfehlen, das Silikon hier zu benutzen. Insgesamt finde ich das Ding super interessant, total klasse. Es ist nicht für jedermann was. Vor allen Dingen muss es euch einfach passen, also würde ich euch raten, probiert es einfach mal aus. Kauft das Setstrap, packt nur erstmal das hier dran, wenn ihr euch nicht traut, das hintere schon mal wegzunehmen und guckt einfach, wie ist der Abstand zu den Linsen, weil das ist, glaube ich, entscheidend, weil ihr könnt das Ding nicht großartig verstellen. Ich musste das Ganze, wie gesagt, hier schon weiter rauspacken, als es gedacht ist. Es ist noch stabil genug, aber ist natürlich nicht perfekt. Insgesamt total schön gemacht. Ihr könnt das Ganze wegklippen, ihr könnt es hin und her tauschen. Durch das Pico 4 Magnetdesign könnt ihr theoretisch auch ein normales Polster nutzen. In Kombination mit dem Halo-Design funktioniert das nicht. Also das passt hier einfach nicht so gut rein. Das geht dann leider nicht, aber ihr könnt das Ganze natürlich einfach abklippen und dann ein normales Polster nehmen und dann seid ihr wieder quasi am Anfang und habt dann eben dieses Polster hier dran, was ja, ne, eigentlich ganz cool, da braucht man nicht meckern. Kann ich auf jeden Fall grundsätzlich empfehlen, einmal auszuprobieren, vor allem wenn ihr Fan von Mixed Reality seid, da zukunftssicher sein wollt, wenn ihr Fan vom Halo-Design im Allgemeinen seid und vielleicht auch einfach, wenn ihr Probleme habt, den Sweet Spot zu erreichen bei der Pico 4, weil irgendwie ja, die ganzen Face Cushions nicht für euch passen, denn ich sag's euch, dass man das hier so neigen kann, das kann für manche ein Game Changer sein, die sonst Probleme haben. Ich spreche da aus Erfahrung, manche Headsets, gerade die G2, da hatte ich das Problem, bei der Pico 3 Link hatte ich das Problem, dass bei meinem Kopf das Headset, wenn es wirklich mit dem Polster angedrückt ist, einfach eine falsche Neigung hat. Und dann sehe ich einfach nicht klar. Das heißt, ich musste es irgendwie immer
so positionieren, dass es dann irgendwie passt. Und da kann das hier extrem helfen. Ein Nachteil natürlich, den ich jetzt noch nicht genannt habe, ein Halo-Strap ist nie so fest wie eine Auflagefläche, die insgesamt auf dem Gesicht klebt. Insgesamt könnte das Polster hier auch einfach ein bisschen größer sein. Dieses Leder hier ist nicht so groß, das könnte insgesamt ein bisschen größer sein, meiner Meinung nach. Dann wäre es vielleicht auch insgesamt stabiler. Wenn das auf dem Kopf sitzt und ihr wackelt hin und her, dann sitzt das natürlich nicht so fest, wenn das insgesamt vor euch, vor euren Augen liegt. Ja, probiert es auf jeden Fall selber aus. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Virtual Reality Videos und Gameplay, Reviews von VR-Headsets und Zubehör. Alles, was so in meinen Raum hier reinfliegt, wird auf jeden Fall unter die Lupe genommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.